Hallo Freunde der Gesundheit, ich hoffe es geht euch gut. Und zwar möchte ich in diesem Video über Fettsucht, Adipositas sprechen, was sehr viele Menschen betrifft und immer mehr Menschen in der Zukunft betreffen wird. Bevor ich weitermache, möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und alle Videos zu liken und mich auch in allen Social-Media-Formen zu unterstützen und zu liken. Vielen Dank dafür. Ihr könnt gerne Verbesserungsvorschläge unter diesem Video schreiben, Kommentare oder Ideen für neue Themen, ja, die für euch sehr interessant sind. Nun zum Thema Fettsucht, Adipositas. Warum ist Fettsucht so gefährlich? Fettsucht bzw. Adipositas ist so gefährlich, weil es sehr, sehr dramatische Auswirkungen hat auf unseren Körper, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hirninfarkt, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Verkalkung, Arteriosklerose, Diabetes, metabolisches Syndrom. Ja, kurz und bündig, das ist das Schlagwort für die Mediziner. Fettsucht ist ein pathologisches Verhältnis zum Essen. Ja? Das heißt, wir nehmen viel zu viel Kalorien, viel zu viel Energie auf, als was wir verbrauchen. Und dieses Missverhältnis, ja, das führt dazu, dass unser Körper das in Fett umwandelt und das dann einbaut in unseren Körper. Ja? Dabei gibt es die sogenannte Apfelform, die schwerwiegende Konsequenzen hat, weil auch da die Organe betroffen sind, ja, das viszerale Fettgewebe. Und das, wie gesagt, hat die gerade erwähnten Risiken, ja, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Dann gibt es die sogenannte Birnenform. Die Birnenform, da kommt es zu Fettpölsterchen an den Oberschenkeln und in dem Gluteal, in dem Popo-Bereich, Gesäßbereich. Ja. Das ist nicht so schwerwiegend oder hat nicht so schwerwiegende Konsequenzen wie die Apfelform. So viel zur Basis. Ja. Die Häufigkeit, wie häufig kommt das vor? Und zwar jeder Zweite in Deutschland ist inzwischen von Adipositas betroffen und weltweit nimmt das auch zu. Woran liegt das? Das liegt natürlich an unseren Essgewohnheiten. Ja, die Menschen greifen aufgrund der enormen Stresssituation und viele Menschen wollen gar nicht mehr kochen und greifen einfach zu Fast Food, wie zum Beispiel McDonald's, Burger King etc. und anderen Ketten und kaufen Pizzen oder andere Sachen, die schnell in der Mikrowelle aufgeheizt werden. Früher gab es diese Optionen nicht und deshalb gab es auch viel weniger die Verlaufsform der Fettsucht von bzw. Adipositas. Das heißt, wir müssen unsere Denkweise, unsere Essgewohnheit ändern. Das führt langfristig zu einer Lösung. Wichtig ist, um Adipositas zu definieren, der sogenannte Body Mass Index. Ja, Body Mass Index ist Körpergewicht in Kilogramm zu Körpergröße in Metern zum Quadrat. 18,5 bis 24,9 gilt als gesund. Ab 25 gilt als Übergewicht und ab 30 gilt als Fettsucht und Adipositas. Ja, so viel dazu. Es gibt auch eine neue Möglichkeit, das zu definieren, der sogenannte Taille-Hüft-Quotient. Der sollte bei Frauen bei 0,8 liegen und bei Männern 0,9. So, was sind die Hauptursachen dafür? Es gibt die primäre Ursache und die sekundäre. Die primäre Ursache ist natürlich unser gestörtes Verhältnis zum Essen, ja, dass wir zu viele Kalorien zu uns nehmen. Das ist eine primäre Ursache. Wie gesagt, durch unser Stress, man arbeitet 10 Stunden, die Ernährungsindustrie passt sich natürlich auch an und bietet immer schnellere Möglichkeiten, um satt zu werden, was natürlich für unseren Körper dramatisch ist, ja, weil unser Körper braucht natürlich 5-mal am Tag Obst und Gemüse, 2 bis 3 Liter Flüssigkeit und die ganzen Vitamine und Mineralien. Und die fehlen natürlich durch dieses gestörte Essverhalten. Sekundäre Ursachen können zum Beispiel sein Krankheiten. Ja? Zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung, Schilddrüsenerkrankungen oder Tumore oder andere Erkrankungen, dann psychosomatische Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depression, schwere Depression. Auch diese Patienten müssen Medikamente einnehmen, die dann auch unser Hungermechanismus fördern. Und dann gibt es auch grundsätzlich Medikamente, die den Stoffwechsel minimieren, zum Beispiel Beta-Blocker, und dann nehmen die Patienten auch zu. Ja, man muss gucken, woran es liegt. Ja? Und wenn man die Ursache kennt, kann man auch die Fettsucht auch viel besser behandeln. Die Behandlungsform, da gilt es, wie gesagt, unsere Ernährungsstruktur zu ändern. Ja?
Was können wir tun? Wir können mehr Sport machen. Wir können 3-mal 20 Minuten in der Woche Sport betreiben. Eine Sportform, die uns gefällt, ja, die dir gefällt. Und da musst du gucken, was für dich in Frage kommt. Dann unsere Ernährung umstellen, das heißt einbauen aktiv Obst und Gemüse und nicht erst, wenn wir Hunger haben, und auch alles vorbereiten. Ja, wenn wir unsere Ernährung vorbereiten, dann sind wir nicht unseren Gelüsten ausgesetzt. Deshalb wichtig ist, eine Struktur einzubauen: Sport, Ernährung, Flüssigkeit, gesundes Essen. Da gilt natürlich immer noch die Ernährungspyramide als Vorbild. Das heißt, unsere Energiezufuhr einschränken und weniger Energie zu uns zu nehmen und mehr Energie verbrauchen, und dadurch haben wir eine Gewichtsreduktion sozusagen stabilisiert. Die Ernährungsumstellung bedeutet aber auch, die fängt meistens im Kopf an und nicht nur hier im Mund. Erst hier anfangen, dann ist sozusagen der Rest eigentlich mehr oder weniger ganz leicht gemacht. Aber wenn es hier oben noch nicht sozusagen funktioniert, dann kann es auch nicht zu den anderen Optionen, anderen Möglichkeiten.